9. Mai 1940. Wir befinden uns an Bord eines Flugbootes, das über den Rombaksfjord senkt. Fast senkrecht. Motoren auf Leerlauf. Die Klippen links und rechts. Hinten in der engen Funkerkabine sitzt ein Mann, der sichtlich angespannt ist. OFW Wilhelm Küppers, Bordfunker. Er hat in den letzten Wochen Dutzende solcher Anflüge gemacht. Nachts, mit Höchstlast, in Fjorde, die zu schmal sind für ein Flugzeug dieser Größe. Dieses hier ist der letzte. Draußen, über dem grauen Wasser, kreisen 3 Blackburn Skuas vom Träger HMS Ark Royal. Das Flugzeug, das Küppers fliegt, galt bei seiner Fertigstellung als das schönste je gebaute Flugboot der Welt. Entworfen für die elegante Atlantikpostroute Lissabon-New York. Gebaut für ruhige Nächte über dem Ozean. Für 500 Kilogramm Post und 4 Passagiere in Komfort. Jetzt transportiert es Gebirgsjäger in einen Belagerungskrieg. Das ist die Geschichte der Dornier Do 26, einem Flugzeug, das für den Frieden gebaut wurde und trotzdem im Krieg landete. Und das dabei etwas zeigte, das niemand geplant hatte. Doch um zu verstehen, wie aus dem elegantesten Postflugboot Deutschlands ein Kriegswerkzeug werden konnte, müssen wir zurück ins Jahr 1936. 1936. Die deutsche Lufthansa sucht ein Nachfolgemodell für die Do 18. Die Route Lissabon-New York ist das Ziel. Tausende Kilometer Atlantik ohne Tankstopp mit verlässlicher Post an Bord. Dornier macht sich an die Arbeit. Und das Ergebnis ist für ein deutsches Flugzeug der damaligen Zeit ungewöhnlich. Keine Flossenstummel. Das war damals das Erkennungsmerkmal von Dornier, die typischen seitlichen Schwimmer am Rumpf, die das Boot auf dem Wasser stabilisierten. Bei der Do 26 fallen sie weg. Stattdessen einziehbare Stützschwimmer, die sich vollständig in den Flügel zurückklappen. Im Flug ist der Rumpf sauber, keine Ausbuchtungen, kein Luftwiderstand, einfach eine elegante Metallhülle, die durch die Luft gleitet. Die Motoren sind Junkers Jumo 205 Dieselmotoren, je 4 Stück, angeordnet in Tandems. Vorne zieht ein Motor, hinten schiebt einer. Und die hinteren beiden können beim Start um 10 Grad nach oben geschwenkt werden, damit die Propeller nicht ins Spritzwasser geraten. Eine technische Lösung, so simpel wie clever. Man stelle sich vor, die Triebwerke nicken beim Abheben kurz den Kopf. Das Ergebnis ist ein Flugzeug mit einer Reichweite von bis zu 9000 Kilometern. Der Atlantik ist 5500 Kilometer breit. Selbst mit Gegenwind, selbst mit voller Post an Bord sollte die Do 26 das schaffen. Am 21. Mai 1938 hebt die erste Maschine ab. Flugkapitän Erich Gundermann, Travemünde. Es ist ein sonniger Tag. Die Do 26 V1, Rufname Seeadler, trägt noch keine Lufthansa-Livre. Nur das blanke Metall, die lange Wasserlinie des Rumpfes, die geschwungenen Flügel. Zeitschriften berichten, was alle sehen. Das schönste Flugboot, das je gebaut wurde. Und dann kommt Amerika und sagt, nein, die USA sperren die Route. Kein deutsches Flugzeug darf auf amerikanischen Gewässern landen, nicht auf dem transatlantischen Liniendienst. Die Begründung ist formeller Natur. Dahinter steckt die zunehmende politische Spannung des Jahres 1939. Die Seeadler und die Seefalke V1 und V2 fliegen trotzdem, aber nicht über den Nordatlantik, sondern über den Süden, zwischen Bathurst in Westafrika und Natal in Brasilien, mit Post, die nicht für New York bestimmt ist. Es ist eine halbe Route, eine Arbeit, die das Flugzeug technisch nicht herausfordert. Und dann, am 14. Februar 1939, gibt es einen Moment, der etwas anderes zeigt. Flugkapitän Siegfried Graf Schack von Wittenau startet in der Seefalke von Travemünde. Ziel Chile. An Bord 580 Kilogramm Medikamente für die Überlebenden eines Erdbebens. Die Strecke bis Rio de Janeiro beträgt über 10.700 Kilometer. Zurückgelegt in gut 36 Stunden. Der Südatlantik wird dabei in der Rekordzeit von 10 Stunden und 7 Minuten überquert. Es ist ein Hilfsflug, kein Prestigeprojekt, keine Rekordfahrt für Schlagzeilen. Einfach ein Flugzeug, das kann, was man von ihm braucht. Insgesamt fliegen Seeadler und Seefalke 18 bzw. weitere 10 Postflüge über den Südatlantik.
Die Maschinen nehmen gelegentlich bis zu 3 Passagiere mit. Am 25. August 1939 startet die Seefalke zu dem, was ihr letzter Postflug werden soll: 475 Kilogramm Post. Ein Passagier von Bathurst nach Natal. Danach verlässt sie als eines der letzten deutschen Flugzeuge Brasilien. 3 Monate nach dem Chileflug Krieg. Alle 3 Lufthansa-Maschinen werden sofort beschlagnahmt. Seeadler, Seefalke, Seemöwe aus P5 plus AH, P5 plus BH, P5 plus CH werden die Kennungen. Die Nasenkanzel bekommt eine 20 mm Maschinenkanone MG 151. 3 Maschinengewehre kommen an die Seiten und an den Rumpfboden. Ein Postflugzeug mit Waffenständen. Es hat eine gewisse Bitterkeit, das zuzugeben, aber was sonst hätte man tun sollen? Die Maschinen waren da, ihre Reichweite war real und der Krieg hatte gerade einen Bedarf, für den nichts anderes bereitstand. Ab Dezember 1939 sind sie Teil der Sonderstaffel Transozean, stationiert in Travemünde, und im April 1940 beginnt das, wofür sie gebaut werden, aber nicht das, wofür sie gedacht waren. Narvik. Die deutschen Truppen sitzen im Norden Norwegens fest, eingeschlossen. Kein Nachschub auf dem Landweg, keine gesicherten Seeverbindungen. Die Fjorde sind schmal, von britischen Schiffen überwacht, umgeben von Klippen, die bei jedem Anflug auf das Eis treffen könnten. Bordfunker Küppers beschreibt es später so: Die Landungen in den schmalen Fjorden seien die gefährlichsten Momente gewesen. Fast senkrecht hinunter auf das Wasser, Motoren auf Leerlauf, Klippen links und rechts. Die Startläufe auf dem Wasser brauchten jede verfügbare Wasserfläche, und die war nie genug. 10 Meter über den Felsen, wenn es gut lief. 2 Tonnen Material konnten in weniger als 20 Minuten entladen werden, unter ständiger Bedrohung durch Artilleriefeuer. Das Flugzeug, das für Nachtflüge über ruhigem Ozean entworfen war, landete in Belagerungsfjorden. Am 9. Mai 1940 wird die Seefalke abgefangen. 3 Blackburn Skuas der 803. Naval Air Squadron vom Träger HMS Ark Royal. An Bord der Do 26, 18 Gebirgsjäger und die Besatzung unter Oberleutnant Schack von Wittenau. Mit 3 ausgefallenen Motoren setzt er das Boot auf dem Wasser auf, östlich des Ofotfjords. Die Crew und alle 18 Soldaten überleben. Die Seefalke wird zerstört. Eine der angreifenden Skuas, getroffen vom Rückfeuer der Do 26, landet notfallsmäßig in der Nähe von Harstad. Ein Postflugzeug, das eine Jagdstaffel treffen kann, das hatte auch niemand eingeplant. 19 Tage später trifft es Seeadler und Seemöwe. 3 Hurricanes der 46. RAF Squadron entdecken sie kurz nach der Landung am Rombaksfjord bei Sildvik beim Entladen von Gebirgsgeschützen. Es ist der 28. Mai 1940, kurz nach 19 Uhr. Die Piloten tauchen hinab und setzen beide Maschinen in Brand. An Bord der Seeadler ist zu diesem Zeitpunkt F.W. Ernst Wilhelm Modrow, der spätere Nachtjägerass mit 34 Abschüssen und dem Ritterkreuz. Er überlebt, verwundet. Einer seiner Kameraden auf der Seemöwe stirbt. Damit sind alle 3 ehemaligen Lufthansa-Maschinen verloren. Was bleibt, sind 3 weitere Do 26. Die C-Serie, gebaut direkt für die Luftwaffe mit stärkeren Jumo 205D-Motoren. Sie fliegen von August 1940 aus Brest Aufklärungseinsätze über dem Atlantik westlich von Irland. Ohne Katapultschiff im Hafen müssen sie bei Nacht und mit Volllast vom Wasser starten und kommen dabei auf nur noch halb so viel Reichweite wie eigentlich möglich. Die Klippen von Brest sind kein Fjord, aber die Bedingungen sind nicht besser. Am 16. Oktober 1940 verliert eine Do 26 beim Katapultstart von der Friesenland beide Motoren. Das Boot stürzt ab, alle 6 Besatzungsmitglieder sterben. Nach diesem Verlust wird die Staffel aufgelöst. Die FW 200 übernimmt die Rolle. Die letzten beiden Do 26 überleben länger, als man erwarten würde. Juni 1943. Die deutsche Wetterstation Holzauge auf Ostgrönland ist entdeckt worden, von den Alliierten angegriffen. Die 22 Stationsmitglieder sitzen fest. Kein Schiff kommt durch. Das einzige Flugzeug mit genug Reichweite für diese Mission ist die Do 26. Flugkapitän Hauptmann Wolfgang Blume startet vom Katapultschiff Schwabenland.
Am 7. Juni 1943 erreicht er die Station, versorgt sie. 10 Tage später fliegt er noch einmal. Diesmal evakuiert er alle 22 Männer und einige Schlittenhunde. Ein Flugzeug, das 1938 für den Postdienst über den Atlantik entworfen wurde, rettet 1943 Männer aus Grönland. Was wurde aus den letzten beiden Maschinen? Unklar. Sie werden 1944 noch in Travemünde geführt, als Erprobungsträger für Triebwerkstests. Dann verliert sich die Spur. Kein vollständiges Exemplar der Do 26 hat überlebt. Die Seeadler liegt noch heute im Rombaksfjord in 13 Metern Tiefe. Rumpf und Tragflächen sind vor Ort eine Attraktion für Taucher, die wissen wollen, wie das schönste je gebaute Flugboot ausgesehen hat. Das Cockpit-Instrumentenpanel und eine Luftschraube befinden sich im Narvik War Museum. 6 Flugzeuge gebaut. Alle 6 im Militärdienst geendet, obwohl keines davon für den Krieg gedacht war. 3 in Fjorden abgeschossen, eine beim Katapultunfall verloren, 2 mit unbekanntem Schicksal. Die Do 26 hat nie die Route Lissabon-New York geflogen, für die sie gebaut wurde. Sie hat stattdessen Gebirgsjäger in Belagerungsfjorde gebracht, eine Wetterstation in Grönland evakuiert und einem späteren Nachtjägerass das Leben gerettet. Das ist keine erfolgreiche Geschichte, aber auch nicht das Gegenteil. Bevor wir enden, herzlichen Dank an unsere 3 neuen Member in der Economy Class. Chris Bauer @chrisbauer2845, Sebastian Engelhardt @SebastianEngelhardt1184 und Guido Kuhn @GuidoKuhn1275. Willkommen an Bord. Wenn's spannend war, freuen wir uns über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.